Nullspalteinlage an der Tischkreissäge. Ich denke, das werden die meisten schon in ihrem Gerät eingebaut haben. Aber ich möchte dasselbe heute mal in der Kappsäge einbauen. Und damit herzlich willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Warum jetzt also eigentlich das Nullspalt-Einlegebrett für die Kappsäge? Und zwar zeige ich euch das hier mal. Ich möchte jetzt hier mal nur als Beispiel solche schmalen Stücke. Ich habe hier ein langes Stück, davon möchte ich einfach oben ein kurzes Stück abschneiden. Und wenn ich das hier schneide, dann fallen mir hier diese einzelnen Stücke rein. Und es ist ziemlich schwierig, die kann man nicht packen. Meine kleinen Wurstfinger sind einfach zu dick, um das wieder rauszuholen. Zusätzlich sammelt sich natürlich der normale Staub auch da drin. Der wird zwar hier bei mir bei der Metabo ein bisschen abgesaugt, aber um diese kleinen Stücke rauszuholen, muss ich mir halt einen Schraubenzieher holen und muss das hier irgendwie, da ist es, rausfummeln, damit ich diese Sachen da wieder rauskriege. Und genau deshalb soll jetzt eine Nullspaltplatte da rein, damit das in Zukunft nicht mehr passiert und auch der Dreck aus dieser Schiene hier rausbleibt. Zunächst einmal müsste ich hier die alten Schienen rausbekommen. Die haben aber hier direkt liegen diese Seitenanschlagteile, die stehen da drüber. Ich bekäme die zwar raus, aber ich will ja nachher ein komplettes Brett hier reinlegen. Und das bekäme ich nicht darunter. Also müssten wir jetzt erst einmal hier diese Seitenteile losmachen. Und da geht das hier bei mir. Ich habe die Metabo KGS 254M. Da ist hier auf der Rückseite, um genauer zu sein, auch von vorne gesehen aus der rechten Seite, sind hier zwei Imbusschrauben. Und die drehen wir mal los. Und hier auf der linken Seite befindet sich dieses Schiebeteil. Wenn man das wegschiebt, kommen hier unten auch zwei Schrauben zum Vorschein, die ich wieder rausdrehe. So, und damit können wir dieses gesamte Teil hier schön abheben und haben hier eine Fläche. Hier liegen noch Unterlegscheiben drunter. Die sammle ich mal gerade ein. Und damit ist diese zwei Platten, die ich hier rechts und links habe, liegen frei und man kommt da so dran. Jetzt werde ich mir mal eine Seite losschrauben. Das sind Kreuzschlitzschrauben. So sieht diese Schiene dann aus. Und da messen wir jetzt direkt mal die Dicke. Und zwar ist das in meinem Fall 8,7 mm an der dicksten Stelle. Wie gesagt, wir haben hier eine etwas merkwürdige Profilierung, aber das, denke ich, werden wir schon hinkriegen. Beide Schienen sind jetzt hier raus und jetzt messen wir mal hier den Abstand. So, das sind 46 mm und 36 cm, also 360 mm lang ist das Ganze. Jetzt habe ich hier eine 10 mm dicke Platte und die werden wir dann mal grob jetzt auf 46 mm zurechtschneiden. Probieren wir mal aus, ob das tatsächlich da reinpasst. Ja, das ist schön. Allerdings sind hier die Ecken abgerundet. Die haben hier so eine Schräge dran. Und deshalb habe ich mir jetzt hier doppelseitiges Klebeband parat gemacht. Das klebe ich jeweils auf diese Seitenteile und klebe die dann hier genau an den Rand schön drauf. Mit der zweiten Leiste verfahren wir genauso. Darauf achten, dass die Kanten hier schön übereinander stimmen, dass das alles schön passt. Und jetzt bohre ich mir, hier sind ja die Löcher drin, wo nachher diese Schrauben wieder reinkommen müssen, um das Ganze festzuschrauben. Die bohre ich mir jetzt erstmal durch, weil ich ja jetzt den genauen Anschlag habe. Die hier fehlenden Ecken, die noch weggemacht werden müssen, die schleife ich mir jetzt hier zurecht.
Jetzt brauche ich noch hier diese Kante. Das habe ich mir hier an der Oberfräse eingestellt. Und da machen wir mal rechts und links hiervon jeweils die Nut rein. Das, was jetzt noch fehlt, das sind hier diese flachen Stücke, wo die Schrauben hinkommen. Die wollte ich erst an der Oberfräse hinten machen, aber das ist mir zu gefährlich, weil ich muss da mit dem Holz das dann so drücken und das ist mir ein bisschen gefährlich. Deshalb mache ich eine Tischkreissäge und zeichne mir jetzt einfach mal hier ein, wie weit diese Sachen rausgefräst werden müssen. Das Holz ist jetzt so geschnitten. Das, was ich noch gemacht habe, ist hier. Das habe ich angeschrägt. Und zwar war das bei dem Originalteil auch so. Und zwar hier rechts und links geht das schräg runter und dann passt das gut. So, das kann man prima da reinlegen. Falls jetzt noch 1 Millimeter oder 2 zu hoch sein sollte, das Ganze, kann man das natürlich vorher plan schleifen. Ich habe es jetzt also hier, dass das tatsächlich erstklassig funktioniert, habe die Schraubenlöcher noch versenkt und jetzt schrauben wir das Ganze mal wieder fest. Lass uns einfach mal den Schlitz da reinschneiden. Natürlich bleibt der Schnitt, egal wie weit man schneidet, diese 45 Grad, das ist ja immer gleich. Und die Kappsäge Kippen habe ich bis jetzt noch nie gebraucht, werde ich auch nicht tun. Deshalb reicht mir hier unten dieser eine Schlitz hier drin. Wenn ich die Maschine natürlich kippen würde, müsste das hier größer aufgeschnitten werden. Aber das möchte ich eigentlich nicht, brauche ich auch nicht. Den Anschlag habe ich jetzt wieder hier so ganz provisorisch drauf gemacht, den kann man noch verstellen. Und zwar muss jetzt natürlich der Anschlag ein bisschen eingestellt werden, deshalb habe ich hier den Winkel. Und hier das Sägeblatt und dann ist es natürlich wichtig, hier an dem Sägeblatt das anzulegen. So, und dementsprechend hier hinten den Anschlag auszurichten. So, nochmal überprüfen alles und dann müsste der Winkel eigentlich genau richtig sein. Jo. Zur Probe habe ich mir noch mal ein Blatt draufgelegt. Das schneide ich jetzt mal ab. Und werde dann hier mit dem Winkel überprüfen, ob das stimmt. So, das ist 100%ig genau gerade. Also habe ich es richtig eingestellt. Ein schönes, feines, kleines Projekt, was mir erstmal weiterhilft. Ich habe als nächstes eigentlich vor, hier was an der Absaugung zu machen, weil das geht mir doch ziemlich auf den Keks, ständig hier diesen Dreck rundherum fliegen zu lassen. Und das sehen wir dann vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal. Vielleicht fällt mir da etwas ein. Schauen wir mal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sage danke, bis dann. Ich freue mich auf euch. Gruß, euer Jürgen.